Als kleines Dankeschön dafür, dass ihr meiner Online-Empfehlung so ja, gefolgt seid, beziehungsweise auch in den Kommentaren so viel bestätigt habt, dass ihr diese Maschinen so toll findet, haben wir gedacht, wir bieten noch mal ein kleines Bonuspaket beziehungsweise eine On-Top-Leistung. Wir machen ein gratis Einweisungsvideo zu dieser Maschine, was ihr natürlich auch leicht abgewandelt für die beiden Schwestermodelle, die 103 und die 102 verwenden könnt, weil hier die 204, die hat ja praktisch das alles drin, was die anderen auch können, beziehungsweise mehr drin, als die anderen können. Also, ich packe sie jetzt erstmal aus. Ich weiß nicht, ob ihr das meiner Beschreibung oder meiner Online-Beschreibung entnommen habt. Diese Maschine hat keine gedruckte Bedienungsanleitung. Das ist aber nicht schlimm. Auf meiner Webseite neprofi.com zu diesem Produkt, also die 204D, da ist in der Produktbeschreibung unten ein Link, wo die Bedienungsanleitung ausgedruckt werden kann oder eben runtergeladen werden kann, und die ist auch in Deutsch, weil hier sind teilweise QR-Codes drauf und die verweisen dann auf eine App oder auf eine Anleitung in Englisch. Also nutzt gerne diesen Link, den ihr auf der Webseite findet. Dann habt ihr auch ein Handbuch und das ist wirklich ausführlich und gut geschrieben. Also ich glaube, das hat 60 Seiten oder so. Also ist wirklich, ich habe da mir das mal ausgedruckt für den Laden, für unser Ladengeschäft. Das ist also schon so ein Stapel Papier, ne? Aber man muss es ja nicht unbedingt drucken. Wir fangen jetzt mal an. Wir haben hier im Karton einmal den großen Anschiebetisch, der bei dieser Maschine ja dabei war oder ist, nicht nur war. Den haben wir ja nicht rausgenommen, der bleibt da drin. Dieser Tisch hat den großen Vorteil, wenn ihr mal größere Nähobjekte habt. Sagen wir mal, ihr habt schwere Vorhangstoffe und dann fällt einem das schwer, da immer gerade zu halten, wenn es immer auf der linken Seite irgendwie zieht. Also kann man diese Tischverlängerung anbauen. Wie das nachher funktioniert, zeige ich auch mal. Hier kann man diese Beinchen dann ausklappen. Da kommen wir aber dann später nochmal zu. Ich lege es erstmal beiseite. Des Weiteren findet ihr im Zubehör natürlich das Fußpedal. Ihr könnt die Maschine ja mit oder ohne Pedal benutzen. Dann haben wir eine Abdeckhaube, also das ist so ein Stoffhaube, also ein Staubschutz. Für vernünftigen Transport empfiehlt sich vielleicht mal so eine gepolsterte Stofftasche zu kaufen, wenn man damit häufiger unterwegs will, zu Nickhosen oder so. Dann findet ihr hier noch einen kleinen Hinweiszettel. Hier sind auch nur so ein paar grobe Informationen drin. Das ist keine Bedienungsanleitung. Das Einzige, was an Bedienungsanleitung dabei ist, ist diese Kurzanleitung, praktisch ohne Text, ohne Sprache, also für jedermann geeignet. Und hier oben dieser QR-Code, der führt euch zu einer App, wo ich ehrlich gesagt sagen muss, braucht ihr nicht runterladen. Also lohnt nicht. Die muss noch verbessert werden, aber das sagt ja nichts zur Qualität der Maschinen aus, weil die sind wirklich gut. Wir haben hier noch ein Schächtelchen mit einem Obertransportfuß, kommen wir nachher auch nochmal zu. Der ist bei den meisten Maschinen extra zu erwerben, bei dieser Maschine schon gratis dabei. Und ein richtig guter Knopflochfuß. Diese Maschine hat einen Knopflochfuß, der das Knöpfenähen nochmal leichter macht. Kommen wir auch noch zu. So, jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Maschinchen. Hier seitlich ist auch noch ein Zuleitungskabel. Wir müssen ja Strom haben, die läuft ja nicht mit Batterie. Dann haben wir die Maschine. Ich bin ja nicht unbedingt der Lila-Fan, aber diese Maschine mag ich auch in dieser Farbe leiden, muss ich sagen. Das ist sicherlich immer Ansichtssache, aber die Nähmaschine, die Farbe der Nähmaschine ist ja, glaube ich, nicht das Allerwichtigste. Wichtig ist ja, dass die Maschine gut funktioniert und das tut sie definitiv. Ich räume jetzt hier mal ein paar Sachen beiseite, damit wir gleich ein bisschen Platz haben zum Einfädeln und Probenähen. Ich will euch auch die Funktionen alle erklären. Und jetzt müssen wir erstmal noch das Stromkabel haben und das Pedal. Jetzt drehe ich die Maschine gleich mal um, weil ich kann euch das besser erklären, wenn ich davor sitze. So, das Stromkabel und das Pedal. Wir wollen ja schließlich beide Sachen zeigen, also das Nähen mit dem Pedal und das Nähen mit Start-Stopp-Taste. Jetzt müssen wir, nachdem wir die Maschine gleich eingeschaltet haben, natürlich erstmal ein bisschen aufspulen. Ich habe hier mal ein bisschen Garn und eine Spule. Die Spule kommt ja hier oben drauf. Die Garnrolle, dafür haben wir den Garnrollenhalter hier einmal, der hier schon montiert ist. Da muss sich gleich eine Scheibe noch vormachen, damit das nicht runterrutschen kann. Es gibt hier aber auch noch eine Öffnung für einen zweiten Garnrollenhalter, der im Zubehör liegt.
damit ich die Spule hier hochkant hinstellen kann. Das braucht man zum Beispiel beim Nähen mit der Zwillingsnadel. Oder es gibt auch eine Variante mit einer Drillingsnadel, da kann ich dann hier auf die Spulerspindel auch noch einen Garnrollenhalter raufsetzen. Das ist allerdings Sonderzubehör. Und jetzt mache ich mal Folgendes: Diese ganzen Zubehörteile, die nehme ich jetzt erstmal raus und lege euch die alle mal hierher, dass man das mal angucken kann. Ein bisschen sortieren. Ich sage euch auch gleich was dazu. So, ich habe jetzt mal alle Zubehörteile, die in diesem Tütchen sind, hierher gelegt. Dazu kommt genau genommen ja auch noch hier diese Knopflochschiene und der Obertransportfuß. Ich hatte es eben, als ich die Garnrolle hier oben rauf gemacht habe, erwähnt, dass es hier solche Scheiben gibt, dass das nicht runterrutscht. Das mache ich einfach davor und idealerweise diese Scheibe immer größer wählen als die Spule. Dann ist der Garnablauf etwas schöner, als wenn ich jetzt den kleinen Stopper hier nehme. Dies hier ist der eben erwähnte zweite Garnrollenhalter, den ich eben hier reinmachen kann. Und dazu gibt es noch so eine Filzplatte, die ich hier raufsetzen kann, damit das ein bisschen laufruhiger ist, wenn die Spule sich da dreht. Weil bei diesem System muss sich ja die Spule immer drehen. Bei diesem System hier ist es, dass die Spule praktisch nicht mitdreht, das wird abgewickelt. Das ist also wesentlich laufruhiger und schöner. Jetzt gehen wir aber erstmal zu den verschiedenen Füßchen. Wir haben also hier erstmal einen Schraubendreher mit einer etwas größeren Fläche und mit einer kleineren Fläche, wenn ich zum Beispiel die Stichplatte mal lösen möchte oder die Nadelhalteschraube zu fest ist oder ich den Halter seitlich hier von den Füßchen ein bisschen fester ziehen möchte. Dann haben wir hier ein Füßchen, da gibt es Führungen, da kann ich also Fäden mitlaufen lassen, also jetzt zum Beispiel auch einen Biesenfaden oder sowas, wobei für die Biese ist das nicht so optimal, aber es gibt Fäden, die ich da reinmachen kann, um die zu übernähen. Dies hier ist ein Kräuselfüßchen, wenn ich also Stoff kräuseln möchte, da gibt es eben, der muss auch komplett umgeschraubt werden, der wird nicht nur eingerastet, da wird dann ein Stoff hier untergelegt und der zu kräuselnde Stoff wird hier oben zwischengelegt. Dann haben wir einen Gradstichfuß für den Fall, wenn ihr sehr, sehr feine Stoffe habt, damit das nicht in das Stichloch so leicht reinrutscht. Dies hier ist ein Reißverschlussfuß, den kann man nach links oder rechts ansetzen, damit man möglichst dicht an den Reißverschluss rankommt. Das nächste Füßchen, da handelt es sich um einen Overlockfuß oder einen Kantenfuß. Ich habe praktisch, wenn ich jetzt mal ein Stückchen Stoff nehme, hier eine Kantenführung. Ich kann also das hier an der Kante entlang führen und brauche dann praktisch nicht so aufpassen beim Nähen. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal. Dann haben wir ein Säumerfüßchen. Dieses Säumerfüßchen ist also so ein Rollsäumer. Der ist für dünne Stoffe geeignet. Sagen wir mal so, ihr wollt euch ein Halstuch oder ein Kopftuch oder sowas nähen oder einen Futterstoff, einen Unterrock oder sowas, die Kante so einnähen. Dafür ist so ein Rollsaumfuß gut geeignet. Dann haben wir als nächstes hier diesen Klarsichtfuß. Der Klarsichtfuß hat hier unten, also wie soll ich das sagen, am besten kann man sich das so merken, dies hier sind quasi Kufen, wie beim Schlitten. Und hier in der Mitte ist das hohl geschliffen. Das heißt, es liegt nicht auf der gesamten Fläche auf, sondern der ist hier praktisch hohl geschliffen. Den nimmt man hauptsächlich für Applikationen und Zierstiche, wo viel Garn aufgetragen wird. Dann habe ich hier noch ein Füßchen, mit dem kann ich wunderbar Knöpfe annähen. Und noch einen Fuß, den ich als Blindstichfuß, also Blindstich ist etwas, was man ja bei Anzugshosen, Rocksäumen, also wenn man so eine Wollhose beispielsweise hat, dann ist das oft so genäht, dass unten keine Naht sichtbar ist, sondern dass praktisch das von der Innenseite immer vorsichtig in den Stoff greift. Ist eine relativ spezielle Technik, funktioniert aber ganz gut, kann ich euch nachher auch nochmal zeigen. Und dann haben wir hier noch einen Fuß, der ist zum Freihandsticken stopfen. Das heißt, da wird dann der Transporteur versenkt und man kann den Stoff freihändig hin und her schieben. Als weiteres Zubehör liegt auch noch dabei ein Kantenführungslineal. Das kann man seitlich an dem Fuß hier anbauen, zeige ich auch noch. Und eine Zwillingsnadel und ein Set mit 3 verschiedenen Nadeln in der Größe, also in unseren Zeichnungen 70, 80, 90. Das hier steht 11, 14, 16, das ist also ein amerikanisches Maß, soweit ich weiß. Dann haben wir noch ein paar Spulen und einen Pinsel zum Saubermachen, der auch gleichzeitig hier zum Rausziehen als Nahttrenner ist. Also ich kann damit eben Knopflöcher oder Nähte auftrennen. Die viel nähen, die müssen leider auch oft trennen.
So, jetzt können wir die Maschine gleich mal einschalten. Wie ihr sehen könnt, habt ihr hier ein relativ großes Display. Das ist also sehr angenehm, finde ich, bei der Maschine. Ihr habt einmal hier oben ein Symbol, wo man sehen kann, ob die Nadelposition so eingestellt ist, dass es nach oben oder nach unten geht. Also ich kann über diese Taste hier, kann ich das umschalten. Seht ihr, jetzt ist der Pfeil nach unten. Das heißt, beim Nähen wird die Nadel immer wieder nach unten gehen und dann automatisch unten im Stoff stehen bleiben. Das ist sehr praktisch. Ich mag diese Position lieber als die, wo es oben ist. Das müsst ihr natürlich für euch rausfinden, was für euch das Beste ist. Also ich lasse die jetzt mal so stehen. Dann haben wir hier ein kleines Feld, wo ein Fuß abgebildet ist und ein Buchstabe. Jedes dieser eben gezeigten Füßchen hat einen Buchstaben. Ich nehme jetzt gerade mal dieses Füßchen hier ab, das Standardfüßchen, was hier dran ist. Und wie man sehen kann, ist hier in der Mitte das T abgebildet. Also das ist der Standardfuß mit der Kennzeichnung T. Das setzen wir mal wieder dran. So. Füßchenwechsel dürfte, glaube ich, den meisten klar sein. Hier hinten ist so ein kleiner Hebel. Da kann ich raufdrücken, dann fällt das Füßchen ab. Und wenn ich es drunter lege, lege ich praktisch dieses Stichloch von dem Füßchen über das Stichloch von der Stichplatte und lasse diesen Hebel runter und dann rastet das wieder ein. Des Weiteren findet ihr hier dann praktisch immer den Stich, den ich eingestellt habe. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal hier auf die 5 drücke, das ist hier ein Zickzackstich, dann seht ihr auch die 5 und den passenden Stich abgebildet. Auch könnt ihr ablesen, ob die Nadel zum Beispiel in der Mitte steht, so wie jetzt ist sie auf der linken Seite. Also nach links hin ist praktisch nach hinten. Bisschen unverständlich vielleicht, aber vielleicht kommt man damit klar. Also wenn ich auf 1 drücke, ist die Nadel in der Mitte. Das kann man an diesem Oval erkennen. Und wenn ich auf 2 drücke, ist die Nadel eben auf der linken Seite. Ich habe aber auch mit der Zickzack-Breitentaste die Möglichkeit, die Nadel dahin zu stellen, wo ich sie haben will. Es ändert sich allerdings das Symbol hier oben nicht, also das bleibt halt so. Diese Taste funktioniert sowohl bei der 1, wo die Nadel in der Mitte ist, und ich kann das hier, wenn ich jetzt hier genau hingucke, sehe ich hier 3,5 jetzt stehen. Ich habe insgesamt 7 mm Stichbreite, 3,5 ist die Mitte, also ist die Nadel in der Mitte. Und bei 0 ist sie ganz links. Wenn man hier guckt, die Nadel steht jetzt ganz links und ich schalte sie jetzt mal rüber. Stückchenweise ist sie bei 7 angekommen, ganz rechts. Also ihr habt die Möglichkeit, euch wirklich die Nadel an diese Position zu stellen, wo ihr sie am meisten braucht. Das ist halt praktisch, gerade beim Reißverschluss einnähen. Oder will ich mal eine Kordel oder irgendwie was Ähnliches, wo ich dicht an die Kante ran muss, ein dicker Absatz oder sowas, dann hat man eben die Möglichkeit, da wunderbar die Nadel hinzustellen. Oder wenn ich immer in einem bestimmten Abstand zu einer anderen Linie nähen möchte, kann ich mir die Nadel eben hinstellen und kann beispielsweise die Kante des Füßchens als Abstand nehmen. Wenn ich jetzt sagen wir mal immer 0,5 Zentimeter das auseinander in der Naht machen will, immer parallel, dann kann ich mir die eben wirklich so einstellen, wie ich es brauche. Sehr praktisch. Bei dem Display habt ihr hier daneben, also dies war ja die Zickzackbreite und dies hier ist für die Länge. Das heißt, ihr könnt über diese Taste die Länge des Stichs verändern. Wenn es so dunkel hinterlegt ist das die Standardeinstellung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Zickzack einstelle, sind jetzt gerade beide dunkel hinterlegt. Die Breite ist mit 5 voreingestellt, die Länge mit 2. Möchte ich den jetzt aber auf 3 stellen, tippe ich einfach rauf und habe jetzt die Länge in praktisch in 3. Das gilt bei fast allen Programmen, die ihr hier einstellen könnt. Dann haben wir hier noch eine Taste für Zwillingsnadel. Also wenn ich eine Zwillingsnadel verwende, wird die Stichbreite automatisch reduziert, damit die Nadel nicht aufschlägt links oder rechts, damit da nichts kaputt geht. Und ich habe hier dann noch Tasten zum Speichern und Löschen. Man kann hier auch ganze Muster zusammen kombinieren oder Zahlen und Buchstaben, kann ich einen ganzen Namen in den Speicher reingeben. Da gehen wir heute jetzt nicht drauf ein, das wird ein bisschen zu ausführlich alles, aber die Grunddinge der Maschine werden wir auf jeden Fall alle erklären. Hier habt ihr dann eine Wahltaste, wo sich hier praktisch immer die LED dann ändert. Also ich bin jetzt hier praktisch oben auf dem ersten Punkt und dazu gibt es hier unten Musterwähltafeln. Also wenn ich die jetzt mal alle 3 rausziehe, dann seht ihr hier ein Symbol. Dieses Symbol ist das, was ihr hier oben dann wiederfinden könnt. Ich habe also, wenn dies hier, was jetzt gerade eingestellt ist, das ist sozusagen das Feld. Ich nenne das mal Kurzwahl. Da habt ihr die Grunddinge, die ihr einfach durch Tastendruck einstellen könnt. Wenn ihr
Muster von dieser Wähltafel, von einer von den dreien, von diesen Wähltafeln nehmen wollt, guckt ihr erstmal dieses Symbol. Das habe ich hier praktisch an der zweiten Stelle. Das finde ich hier oben wieder. Ich drücke also jetzt einmal auf die Taste und jetzt springt das um auf dieses Symbol. Und wenn ich jetzt beispielsweise diese Herzchen hier nähen möchte, Programm 41, also 041 genau genommen, dann gebe ich jetzt eben dreistellig über das Tastenfeld 0, 4, 1 und jetzt sehe ich auch gleich das Herzchen, die ich eingestellt habe, im Display und kann das jetzt nähen. Das gilt so in der Form für alle Tafeln. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel noch ein paar Buchstaben und Zahlen in einer normalen Schrift. Da könnte ich also jetzt hier raufdrücken, dann wäre ich jetzt hier bei dem A. Will ich die Schreibschrift haben, die ich auf der nächsten Tafel finde, dann müsste ich eben hier nochmal raufdrücken. Und will ich die Outline-Schrift haben, würde ich da wieder raufdrücken. Drücke ich nochmal, bin ich wieder bei der Kurzwahl, drücke ich wieder, also glaube ich selbsterklärend. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Einfädeln der Maschine. Wir müssen ja erstmal ein bisschen Garn auf die Spule machen und dann die Maschine einfädeln. Und zwar ist es hier bei dieser Maschine so, die Spule habe ich hier oben ja schon raufgedrückt, wenn ich das rüberschalte, ist das Nähwerk automatisch abgeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt mal aufs Pedal drücke, läuft wirklich nur die Spule, also nicht die ganze Maschine. Das Einfädeln ist auch simpel, weil es ist die gestrichelte Linie hier, ist zum Spulen. Die durchgezogene Linie, die machen wir gleich, ist zum Einfädeln. Jetzt spulen wir erstmal ein bisschen. Das heißt, wir haben hier die Position 1. Dann einmal hier so rumlegen über Kreuz. Dann kann das nicht so leicht rausrutschen. Man kann es auch andersrum legen, aber besser geht es, wenn es über Kreuz ist. Dann den Faden hier ein paar Mal rumwickeln. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, ich mache mir die Arbeit und fummel das hier durch dieses kleine Löchlein. Von der Seite muss ich dann das allerdings machen. Ich finde das so umständlich. Von daher drücke ich einfach nur die Spule rüber und wickel das hier 4-5 Mal rum. Wenn ich das hier 4-5 Mal gewickelt habe, den Anfangsfaden noch ein bisschen stramm halte, anfange zu spulen und dann loslasse, dann ist der Faden auch, also ohne Durchgefummel, dran. Ich kann natürlich jetzt auch noch etwas schneller spulen, damit die Spule voll wird. Wenn die Spule voll genug ist, dann wird das weggedrückt. Ich spule meistens nicht ganz bis zum Ende, sondern schalte es kurz bevor es voll ist dann aus. Und jetzt schneiden wir den Faden hier ab. Das Einlegen der Spule, dazu drücke ich hier diesen kleinen Drücker nach rechts. Dann geht der Deckel hier ab und ich kann die Spule rausnehmen. Wir nehmen jetzt die eben gespulte, legen die hier rein. Am besten den Finger drauf halten, damit sie nicht mehr mitdrehen kann und damit ich ein bisschen an den Faden ziehen kann. Und jetzt muss der Faden unter dieses Kunststoffteil, also ich halte diesen Finger wie gesagt hier drauf, ziehe den Faden hier rum und wenn man genau hinhört, hört man auch so einen kleinen Klickton. Das ist ein Zeichen dafür, dass das hinter so eine Blattfeder gerutscht ist. Und dann hier rumlegen, da rumlegen und abschneiden. Dann kann ich den Deckel wieder rauf machen, dazu diese Nase unter dieses kleine Metallteil, so. Und dann wieder runterdrücken. Und hier habe ich den Vorteil, ich kann jederzeit sehen, wie viel Garn da noch drauf ist. Also besser als das System, wo es immer unten reingesetzt wird. Jetzt machen wir den Oberfaden. Die erste Führung hier bei 1, die ist identisch. Dann geht es hier rüber zu diesem Teil, da einfach unter lang legen. Wichtig beim Einfädeln bei jeder Nähmaschine immer das Füßchen nach oben machen, damit die Spannung hier locker geschaltet ist. Den Faden hier runterlegen, hier wieder nach oben. Den Hebel so lange drehen, bis der hier oben rausguckt und dann den Faden so dahinter ziehen. Jetzt am Nadelhalter dahinter klemmen, gibt es hier unten noch eine Führung, entweder von der Seite oder von der anderen Seite. Ich persönlich finde es von dieser Seite hier besser. So. Und dann gibt es hier einen Einfädler für die Nadel. Dazu ist es wichtig, dass die Nadel an oberster Stelle ist. Das geht am besten mit dieser Taste. So ist sie oben. Jetzt diesen Einfädler runterdrücken, den Faden hinter diesen Haken legen und den Faden hier von unten drunter halten. Jetzt nur locker festhalten und dann wird das praktisch durch die Nadel durchgezogen. Ich habe hier meine Schlaufe, die kann ich greifen und es ist eingefädelt. Das muss man sicherlich 2-3 Mal üben, funktioniert aber sehr zuverlässig. Wichtig ist nur, dass man darauf achtet, dass das Garn nicht zu dick ist. Also wenn ihr billig Garne kauft, dann sind die oft dicker. Damit kann man sich den Einfädler schnell mal kaputt machen. Wenn man generell nur bis Nadelstärke 70 ist das eine dünnere Nadel, dann auf keinen Fall mehr den Einfädler verwenden. So, jetzt haben wir die Maschine soweit eingefädelt und können mal uns an unsere erste Naht trauen. Ich nehme einfach mal ein Stückchen Stoff
und lege das hier mal drunter. Füßchen runter machen, der Hebel geht ja nach innen bei dieser Maschine. Es gibt auch Maschinen, wo das nach hinten geht, aber hier ist eben innen der Hebel. Und ich kann jetzt, wählen wir den Gradstich mit Stichlage Mitte, also Programm 1. Und ich nähe jetzt einfach mal ein Stückchen. Ich kann mit dieser Taste hier rückwärts nähen. Wenn ich darauf drücke, näht sie jetzt rückwärts. Solange bis ich wieder loslasse, dann näht sie wieder nach vorne. Die Maschine ist jetzt im Moment so eingestellt, dass die Nadel immer oben stehen bleibt. Ich zeige das nochmal. Geht immer automatisch nach oben. Brauche ich nicht manuell noch am Handrad drehen oder so, ist sehr praktisch. Ich kann es aber, wie gesagt, auch einstellen, dass es nach unten. Finde ich persönlich noch praktischer, weil so habe ich immer die Möglichkeit, direkt im Stoff zu drehen. Das ist halt angenehm. Wenn ich jetzt ein anderes Programm wähle, wir hatten vorhin schon mal hier die 5, den Zickzack, das kann ich bei elektronischen Maschinen auch ruhig umschalten, während die Nadel noch im Stoff steckt. Bei mechanischen Maschinen sollte man das nicht tun, da sollte die Nadel immer oben sein. Jetzt nehmen wir mal ein paar Stiche. Und dann hatte ich ja vorhin gesagt, man kann diese Maschine mit oder ohne Pedal bedienen. Ich mache nochmal einen Gradstich und ziehe jetzt einfach mal den Stecker hier seitlich raus. So. Es gibt hier eine Taste, mit der kann ich starten oder stoppen. Das Schöne ist, selbst wenn ich hier auf volle Geschwindigkeit gestellt habe, kann ich, die Maschine fängt relativ langsam an. Also ich kann schnell auch wieder stoppen. Ich starte nochmal. So, und ich kann hier meine Wunschgeschwindigkeit einstellen, wenn ich sage, nee, das war mir zu schnell, ich bin noch Anfänger und ich möchte das gerne etwas langsamer haben, dann kann ich das natürlich hier auch langsamer einstellen. Es geht übrigens auch während des Nähens. Ich kann während des Nähens hier verstellen und kann eben auch sehr, sehr langsam nähen. Sie hat auch beim langsamen Nähen jetzt schon die Möglichkeit, durch dicke Sachen zu nähen. Und das Schöne, diese Maschine verfügt hier über eine Taste, die ich liebe, eine automatische Fadenschere. Das heißt, drücke ich darauf, schneidet die Maschine den Faden ab. Die Nadel geht nach oben aus dem Stoff heraus, sodass ich gleich den Stoff rausnehmen kann. Ich drücke da einfach mal. Jetzt hat sie den Faden abgeschnitten. Ich kann das einfach so rausnehmen. Der Faden ist aber immer noch lang genug hier, dass ich direkt wieder anfangen kann zu nähen. Also ich muss den Faden nicht hinten festhalten, wie das früher bei vielen Maschinen gewesen ist. Ich kann einfach jetzt wieder den Stoff drunter legen, wieder auf Start drücken und mache das nochmal ein bisschen schneller. Ich kann also auch ohne vorher die Stopptaste zu drücken, gleich auf die Fadenschere drücken. Das ist auch sehr praktisch und kann das hier rausnehmen. Der Faden ist kurz, ist also auch immer schön garnsparend abgeschnitten und es bleibt aber genug über, wie gesagt, dass man direkt weiternähen kann. Die verschiedenen Muster werden wir natürlich nicht alle durchgehen, das wird ein bisschen umfangreich. Was ich aber jetzt schon noch mal zeigen werde, ist der ein oder andere Nähfuß. Erstmal machen wir diesen Tisch wieder ran, den kann man also, dies ist ja hier für Freiarm, Hosenbeine und solche Sachen, die ich praktisch dann darüber ziehen kann, dass ich besser rankomme. Den Tisch kann man hier ransetzen oder, das ist, denke ich, gerade der richtige Zeitpunkt, um mal den längeren Tisch zu zeigen, der bei dieser Maschine ja gerade gratis dabei ist. Diese Verlängerung hier, von der wir ja ganz am Anfang gesprochen haben, ist bei manchen Herstellern, kostet sowas schnell mal sogar teilweise bis zu über 100 €. Einfach hier die Füße rausklappen. Die kann man natürlich auch in der Höhe etwas verstellen, für den Fall, dass der Tisch vielleicht ein bisschen uneben ist oder die Maschine irgendwie ein bisschen schräg stehen sollte, falls irgendwas am Tisch nicht so gleichmäßig ist. Und dieses Teil kann ich also praktisch jetzt hier ranschieben, so, und kann es hier einklemmen. Jetzt habe ich eine richtig schön große Nähfläche und wenn ich jetzt ein großes Wäschestück habe, zieht es nicht gleich hier auf der linken Seite, sondern es liegt besser auf und ich kann leichter große Teile nähen. Das ist also wirklich angenehmer mit dem Tisch. Den machen wir jetzt erstmal wieder ab und legen ihn beiseite und machen das kleine Tischchen wieder daran. So. Wir hatten ja jetzt hier die verschiedenen Füße, den zeigen wir gleich mal, den mache ich aber eher zum Schluss hin, weil wir dazu diese Schraube hier lösen müssen. Wir gehen sie nochmal durch, aber jetzt ohne einzeln die Nähte zu zeigen. Dies hier ist der Blindstichfuß für Anzugshosen, Säume und solche Dinge bei etwas dickeren Materialien, wenn ich jetzt so einen Stoff beispielsweise habe. Und ich möchte das so nähen, dass hier außen die Naht nicht sichtbar ist. Dann wird das Ganze praktisch so zurückgeklappt und man näht mit dem Fuß dann an dieser Kante entlang. Und kann mit der Schraube das so einstellen, also sie macht dann praktisch ab und zu mal einen kleinen Zickzackstich und alle
5, 6 Stiche macht sie einen großen Zickzackstich. Und diesen Zickzackstich kann ich so einstellen, dass er knapp in diese Kante einsticht. Und dadurch habe ich es nachher, wenn ich es umklappe, praktisch hier nichts oder fast nichts sichtbar. Ist ein bisschen Übungssache, aber kann man gut machen. Dann der Fuß zum Knöpfe annähen. Dazu haben wir übrigens vor kurzem gerade ein Video bei YouTube hochgeladen, wo es um Knöpfe und Knopflöcher geht. Sehr ausführlich beschrieben. Schaut euch das gerne mal an, wenn ihr da mehr zu wissen wollt. Dann haben wir hier den Applikationsfuß. Den zeige ich mal kurz, weil der eben auch wunderbar für die Zierstiche geeignet ist. Diese Maschine hat ja sehr viele verschiedene Zierstiche. Ich setze den jetzt mal hier ran, also dieses Füßchen hier, diesen Hebel hier drücken, dann das Füßchen beiseite legen und mit dem Fuß hier ersetzen. Und jetzt müssten wir hier nochmal auf die andere Seite kommen und uns einen Zierstich aussuchen. Nehmen wir doch einfach mal das Herzchen, was wir vorhin schon mal kurz gezeigt haben. Also auf dieses Symbol hier einstellen und dann die 041. Jetzt sehe ich diese Herzchen im Display. Und wenn ich jetzt nähe, dann malt uns diese Maschine sozusagen Herzchen dahin. Und dieser Fuß hat eben dadurch, dass er unten hohl geschliffen ist, den Vorteil, dass das Garn unten besser langrutschen kann, dass es nicht eventuell aus Versehen irgendwo auf der Stelle stehen bleibt. Ich stoppe das mal eben, mache nochmal spaßeshalber einen anderen Zierstich, um mal einen anderen Effekt zu zeigen. Nehmen wir einfach den Zierstich, der daneben ist, Programm 40, 040 und starten jetzt nochmal. Das ist praktisch wie so ein Tropfen. Also kann man schöne Zierstiche mitnehmen. Besonders effektvoll, wenn man da jetzt ein Verlaufsgarn nimmt, also Garne, die so alle paar Meter die Farbe wechseln, kriegt man richtig coole Effekte mit hin. Das ist also dafür geeignet, dieses Füßchen. Dann haben wir den Rollsaumfuß für eben dünne Stoffe, um das einzurollen. Gibt es auch extra Videos zu online, machen wir vielleicht auch nochmal eins zu. Das ist halt schon so, ich finde das relativ schwierig, das damit zu nähen. Besser ist, wenn man vielleicht irgendwann sich mal eine Overlock dazu kauft und dann Rollsäume mit der Overlock macht. Aber es ist ohne weiteres möglich, nur eben, wie gesagt, ein bisschen Übung würde ich nicht unbedingt gleich als erstes für euer erstes Nähprojekt nehmen. Da vielleicht erstmal eine Kissenhülle oder irgendwas Simples. Dann der Overlockfuß, der ist schon sehr, sehr wichtig, weil es gibt ja wahnsinnig viele dehnbare Sachen. Ich zeige den auch nochmal. Das Ansetzen ist hier wieder das gleiche, einfach drunter legen, einrasten, den Faden unter das Füßchen legen. Und ich nehme jetzt mal einen dehnbaren Stoff. Ich habe hier schon mal was parat gelegt. Das ist also ein Jersey, oder ein Stretchmaterial, was eben wirklich dehnbar ist. Und wenn ich das mit alten Maschinen genäht habe, dann habe ich oft die Kante mit einem Zickzack versäubert, damit das nicht mehr aufrabbeln kann. Und dann mit einem Gradstich zusammengenäht. Es gibt sogenannte Overlock-Nähte, also das sind Nähte, die diese Maschine nachbilden kann. Es ist keine richtige Overlock-Maschine, sondern es ist eine Maschine, die das nachbildet. Das heißt, eine Overlock, die schneidet auch ab und näht mit 3 oder 4 Fäden. So eine Nähmaschine näht immer nur mit 2 Fäden und die Technik ist etwas anders. Aber wir machen jetzt Folgendes. Wir stellen hier bei dieser Maschine Programm 8 ein. Das ist diese Naht hier. So. Und Maschine zeigt auch Füßchen E, das haben wir ja schon rangesetzt. Ich muss jetzt den Stoff praktisch nur noch gegen diesen Anschlag. Hier ist ja so ein kleiner Anschlag an der Seite, dieses hier, das schwarze Blech. Da kann ich den Stoff gegenführen. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, dann näht sie praktisch immer etwas vor und zurück. Aber ich habe nichts weiter zu tun, als eben gegen diese Führung zu halten. Und jetzt macht sie quasi Folgendes. Sie näht auf der linken Seite mit einem Gradstich, aber macht ab und zu eben auch nach rechts rüber einen Zickzackstich. Dadurch ist es praktisch in einem Rutsch zusammengenäht und versäubert und ich spare mir einen Arbeitsgang. So, ich halte jetzt mal an und schneide den Faden ab. So. Und wie man sehen kann, hat sie das jetzt richtig schön sauber versäubert. Das Ganze kann nicht mehr aufgehen. Es ist aber dehnbar geblieben und ich habe auf der sichtbaren Seite eine Naht, die man also wirklich wunderbar verwenden kann. Selbst wenn ich das hier einigermaßen stark belaste, ist es also immer noch eine ordentliche Naht. Also schöne Sache für diese ganzen dehnbaren Sachen. Diesen Fuß werdet ihr bestimmt häufig verwenden, weil heute Elastan in ganz vielen Sachen drin ist. Selbst wenn ich mir eine Jeanshose kaufe, hat die oft schon 4–5% Elastan, also eine gewisse Dehnbarkeit da drin. Ich mache jetzt mal diesen Gradstichfuß dran. So. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass ihr den Gradstich auf
Stichlage Mitte einstellt. Hier ist es so, dass die Nadel, wenn ich sie so lassen würde, auf das Füßchen aufschlagen würde. Wichtig ist also, dass ihr die Nadel in die Mitte schaltet. Das könnt ihr entweder mit der breiten Taste oder eben einfach mit dieser Taste hier, wo der Punkt in der Mitte abgebildet ist. So. Und jetzt trifft auch die Nadel in diese Lochöffnung da sozusagen. Habt ihr jetzt einen schwierigen Stoff? Ich nehme jetzt hier mal, ich habe hier so ein bisschen so ein Tüll oder sowas. Das ist ja für viele Maschinen sehr schwer zu nähen. Diese Maschine kommt da auch gut mit klar. Ich lege das sogar mal einlagig hin. Und bei vielen Maschinen würde jetzt das passieren, dass das zusammengezogen wird. Die Maschine macht das aber auch sehr schön, ohne dass das gezogen wird. Und es kann halt nicht so leicht nach unten runter gedrückt werden, weil eben diese Drahtstrichführung da ist. Jetzt habe ich also hier eine Naht an diesem Material, ohne dass das zusammengezogen wurde. Also viele Maschinen hätten das jetzt wirklich zusammengeriffelt. Okay, kommen wir zum nächsten Füßchen. Den Reißverschlussfuß, wie man den ansetzt, will ich euch nochmal zeigen. Eine Gradstichnaht machen kann man natürlich jetzt genauso mit dem Fuß als mit dem. Der einzige Unterschied ist eben, dass ihr den nach links oder rechts ansetzt. Also auch hier ist jetzt Nadelposition Mitte eingestellt und ich habe ihn jetzt praktisch mal auf dieser Seite eingerastet. Und wenn ich das jetzt nochmal löse, kann ich das eben genauso gut auch auf der Seite einrasten lassen, um eben den Reißverschluss auf der anderen Seite einzunähen. Dann das nächste Füßchen. Das ist der Kräuselfuß, den zeigen wir heute nicht und auch das lassen wir weg. Den Schraubendreher können wir noch mal kurz zeigen. Die etwas breitere Stelle hier ist wunderbar geeignet, um hier diese Stichplattenschraube zu lösen. Also ich kann hier ganz gut mit rankommen und kann das lösen. Und genauso gut kann ich hiermit diese Schraube vom Füßchenhalter lösen. Das haben wir jetzt hier mal gelöst und zwar aus folgendem Grunde. Ich wollte euch ja auch dieses Füßchen hier noch zeigen. Das ist zum Freihandsticken stopfen. Das heißt, ihr könnt den Stoff dann wirklich so, wie ihr wollt, hin und her schieben. Bei diesen Füßchen empfehle ich euch, die Nadel vorher rauszunehmen. Dazu ruhig den Schraubendreher mit zur Hilfe nehmen, weil ab Werk ist diese Schraube hier meistens recht fest. Hinterher braucht ihr die immer nur handfest anzudrehen. Da braucht ihr nicht unbedingt das Werkzeug für nehmen. Bei dieser Schraube allerdings würde ich immer empfehlen, tatsächlich auch das mit dem Schraubendreher ein bisschen fester zu drehen. So, und jetzt dreht ihr am Handrad, dass dann dieser Nadelhalter weiter unten ist und macht dieses Füßchen praktisch hier seitlich dran. Also es wird hier so reingedrückt, so, und dann kommt diese Schraube hier fest. Ich drehe die erstmal von Hand ein Stückchen und das sieht man jetzt nicht so gut, weil die dicken Finger davor sind. So, diese Schraube hier, die muss jetzt wieder festgedreht werden. Es ist immer ein bisschen schwierig mit der Kamera das einzufangen, aber ich glaube, man kann es erkennen, also das ist jetzt wieder festgeschraubt. Jetzt müsst ihr natürlich die Nadel wieder einsetzen, die flache Seite nach hinten. So, flache Seite nach hinten ist eigentlich heute bei allen Nähmaschinen so. Die Schraube hier wieder handfest anziehen. Und dann muss diese Zähnchen hier, die den Stoff immer weiter schieben, das nennt sich Transporteur, das muss jetzt noch weggeklappt werden, damit ich den Stoff wirklich freihändig hin und her schieben kann. Bei dieser Maschine gibt es hier unten einen Schalter. Da sieht man auch die Zacken. Also einmal praktisch die Zacken rausgeklappt, einmal die reingeklappt. Machen wir den Hebel jetzt mal zu der Seite und jetzt sind diese Zähnchen nach unten verschwunden. Wenn ihr das später wieder hochschaltet, wundert euch nicht, ich habe den Hebel jetzt zurückgeschaltet, aber die Zähnchen sind immer noch unten. Erst nachdem die Maschine sich 2 oder 3 Umdrehungen gedreht hat, ist das Füßchen wieder oben. Und wenn ich jetzt drehe, manchmal ist das auch schon nach der ersten Umdrehung, jetzt rastet das wieder ein und ist wieder oben. Ich mache das ja aber jetzt nochmal wieder nach unten, weil wir wollen das ja jetzt im Moment mit dieser Funktion haben. Und wenn ich dann einen Stoff nehme, dieser Stoff ist nun sehr fest, den kann ich so nehmen. Aber habe ich einen weicheren Stoff, empfiehlt es sich vorher in so einen Stickrahmen, vom Handsticken oder so kennt man das vielleicht, so einen Stickrahmen, das da reinzuspannen, dann kann ich es besser führen. Bei diesem Stoff aber, wie gesagt, ist das relativ einfach. Wir müssen jetzt erstmal den Faden noch wieder einfädeln. So, jetzt haben wir die Nadel wieder eingefädelt. Wenn ich jetzt den Stoff nehme, kann ich entweder einen Gradstich oder einen Zickzackstich einstellen und kann dann das so hin und her schieben, wie ich möchte. Ich nehme jetzt einfach mal einen Gradstich, mache den Faden erstmal nach unten weg, so. Und ich kann jetzt praktisch, wenn ich das Füßchen runter gemacht habe, passiert hier Folgendes. Ich drehe jetzt am Handrad, um das zu verdeutlichen.
Wenn die Nadel einsticht, dann geht dieser Ring hier praktisch nach unten und hält den Stoff hier wieder fest, damit das ein vernünftiges Stichbild ergibt. Wenn die Nadel aber diese Stichbildung beendet hat und wieder rausgeht, wird das Füßchen auch wieder angehoben und ich kann den Stoff wieder frei hin und her schieben. Und mit diesem Prinzip ist es dann möglich, ich mache mal jetzt das Pedal ran, weil ich das angenehmer finde als mit Start-Stopp. So. Und wenn ich jetzt hier nähe, kann ich jetzt praktisch freihändig führen. Also ich mache jetzt mal einen Zickzack-Schicht, da sieht man das ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Symbol jetzt wird. Man könnte jetzt theoretisch hier versuchen, irgendwie einen Buchstaben oder sowas zu machen. Ich bin da aber nicht so sehr geübt, was das angeht. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier versucht, eine 8 zu machen. Ein bisschen missglückt, aber man kann mit ganz viel Wohlwollen kann man sagen, okay, könnte eine 8 sein. Ich versuche noch mal kurz jetzt einen Kreis zu machen, wenigstens das. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wichtig ist, dass ihr gleichmäßig führt. Ich zeige euch gleich mal, was passiert, wenn es nicht gleichmäßig ist. So. Hier ist es jetzt weiter auseinander als hier, weil ich es eben nicht gleichmäßig geführt habe. Also da kann man wunderbar mit malen beispielsweise. Ich habe jetzt noch mal ein neues Stückchen Stoff genommen und mache jetzt hier einfach mal einen Schnitt rein. So, und wir wollen das jetzt wieder reparieren sozusagen. Dann kann ich eben diesen Stich Programm 6 einstellen und kann hier praktisch über diesen Schlitz, der da entstanden ist, rüberschieben. Und das mache ich jetzt einfach ein paar Mal hin und her. Dadurch habe ich, dass dieser Stich immer zwischendurch noch einsticht, habe ich den Vorteil, das trägt nicht so auf und ich kann, wenn ich das jetzt in der gleichen Farbe gemacht hätte, könnte man eben nachher gar nicht so sehr davon sehen. Also ich kann jetzt praktisch hier mit stopfen. Einfach ein paar Mal hin und her. Und der Riss ist wieder zu. Das habe ich halt ja hier noch ein Stück weiter nähen müssen, sehe ich gerade. Aber man kann, glaube ich, erkennen, was ich damit zeigen möchte. Man kann eben auch etwas stopfen. Ich habe den Fuß jetzt gerade abgemacht, den Stick- und Stopffuß. Und da wir ja diesen Nähfußhalter noch abhaben, lasse ich den auch mal ab und zeige euch nochmal diesen Obertransportfuß, der ja mit dabei ist. Weil dazu ist es auch erforderlich, diesen Nähfußhalter zu lösen. Dieser Walking Foot oder Obertransportfuß wird im Prinzip genauso angesetzt wie das eben auch, nur dass dieser Hebel hier diesmal eben auch über den Nadelhalter gehen muss und hier wird das eben festgeschraubt. Das heißt, ich drehe ein bisschen am Handrad, dass dieser Nadelhalter ein bisschen weiter runterkommt, lege das so hier drunter, dass dieser Hebel über den Nadelhalter kommt und dieses andere Teil hier, dies hier, das muss praktisch hier. Die Schraube habe ich ja noch hier drin und das kommt an diese Führung, wird rangeschoben und festgeschraubt. Entweder mit einem normalen Schraubendreher oder eben mit dem, der dabei liegt. Darauf achten, dass es einigermaßen fest ist, damit das nicht beim Nähen wieder abfällt. Und hier ist jetzt folgende Funktion. Wenn man mal von der Seite schaut, kann man sehen, dass dieser Hebel hier, der auf dem Nadelhalter sitzt, der bewegt hier unten dieses weiße Teil mit den Zähnchen. Das sind praktisch Zähnchen, so ähnlich wie sie auf der Unterseite ja auch sind. Übrigens, weil wir ja jetzt gerade den anderen Fuß hatten. Wir müssen natürlich hier auch wieder daran denken, dass wir das wieder zurückschalten. Diese Zähnchen, dass die gleich wieder nach oben kommen. Und wie gesagt, nicht wundern, die kommen nicht sofort nach oben, sondern erst, wenn ich eine Umdrehung am Handrad drehe. Ich drehe jetzt nochmal, jetzt kann man gleich sehen, dass das einrastet. So, und jetzt kommen die auch wieder mit nach oben. Dieses Füßchen hat jetzt den großen Vorteil, dass es von beiden Seiten schiebt. Also angenommen, ich hätte jetzt glatte, rutschige Sachen, die sich so verschieben können, dann kann das mit diesem Obertransportfuß im Prinzip nicht mehr passieren, weil es von oben mitgehalten wird. Ich nähe noch mal ein Stückchen. Das näht jetzt ein bisschen lauter, weil der Apparat halt ein bisschen klappert sozusagen, aber es ist also erträglich, man kann es aushalten. Ich nähe jetzt einfach mal hier auf der Kante entlang. Und jetzt wird es eben von oben immer gegengehalten und mitgeschoben. Dadurch habe ich also viel weniger Probleme bei schwierigen Materialien. Dieser Apparat funktioniert nur für die normalen Näharbeiten. Will ich einen Reißverschluss einnähen, brauche ich ja meinen Reißverschlussfuß. Da geht das dann halt nicht. Da muss man eben dann sehen, dass man
ohne den Obertransport klarkommt. Jetzt machen wir den Nähfußhalter wieder ran, den hier, und setzen nochmal das Knopflochfüßchen an, weil diese Maschine kann auch sehr, sehr schön Knopflöcher nähen. Also der Nähfußhalter kommt hier wieder ran. Die Schraube drehe ich jetzt erstmal handfest an. Darauf achten, dass es hier nicht wieder runterrutscht, jetzt bevor ihr das festgeschraubt habt. Also ein bisschen nach oben drücken. Und jetzt die Schraube wieder anziehen. Und wie gesagt, diese Schraube hier darf gerne ein bisschen fester. Und jetzt haben wir ja noch unser letztes Füßchen, was wir zeigen wollen. Das heißt, nein, eins zeige ich vorher noch, dieses Kantenführungslineal. Das ist halt auch praktisch. Und zwar gibt es hier oben am Nähfußhalter dieses schwarze Blech. Und dazwischen kann ich dieses Teil reinschieben. So. Und wenn ich jetzt ein Füßchen, ich nehme jetzt nochmal das normale Nähfüßchen hier ran. So. Und ich möchte jetzt beispielsweise in einem bestimmten Abstand zu dieser Naht hier wieder eine Naht lang nähen. Dann kann ich also dieses Kantenführungslineal mir so einstellen, dass ich nehme jetzt mal diese Naht, dass ich praktisch hier die Führung habe. Ich brauche jetzt praktisch nur darauf achten, dass dieses Kantenlineal an dieser Naht lang läuft. Und dann kann ich nähen und habe immer genau meinen Abstand. Ist in vielen Situationen wirklich sehr hilfreich. Manche nähen auch mit so einem Magneten, was man sich hier auf die Platte macht. Das braucht man aber hier gar nicht, weil es ist ja schon das Kantenlineal dabei. Das machen wir jetzt mal ab und auch den normalen Nähfuß machen wir wieder ab. Ich möchte euch ja jetzt noch mal ein tolles Füßchen zeigen und das ist dieser Knopfloch-Nähfuß. Den nehmen wir mal aus der Verpackung raus. So. Bei dieser Maschine ist das so, dass über diesen Stecker, der hier oben gleich eingesteckt wird, kann die Maschine praktisch erkennen, welche Knopflochgröße ich brauche für meinen passenden Knopf. Also ich kann das hier auseinanderschieben, kann hier meinen Knopf reinlegen in diese Öffnung. Ich tue jetzt mal so, als wenn das jetzt ein Knopf wäre. Ich lege den jetzt hier rein und schiebe das zusammen. Und jetzt weiß die Maschine, wenn der Stecker eingesteckt ist, welche Größe genäht werden muss. Das heißt, wir machen das jetzt mal in der Praxis. Wir setzen das einfach mal an. So. Und dann den Stecker hier oben in die Buchse. Also hier unten auf der Unterseite ist die Buchse bei dieser Maschine. Ich nehme jetzt mal diesen Stecker. Ist jetzt schwierig zu gucken und zu filmen und alles gleichzeitig. Also da kommt der Stecker rein. So. Durch diesen Kontakt weiß die Maschine eben, wie gesagt, wie lang das werden soll. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Knopfloch auswählen. Entweder ich nehme das Standard-Knopfloch hier auf Programm 0, also auf der 0-Taste sozusagen. Dann habe ich hier oben jetzt mein normales Wäscheknopfloch abgebildet. Ich kann aber auch aus der Vielzahl von Knopflöchern, die Maschine kann 10 verschiedene Knopflöcher nähen, kann ich mir eins aussuchen. Ich nehme jetzt mal so ein Augenknopfloch, wie man das ja bei Hosen, Jeanshosen und so oft hat. Programm 16, das heißt, wir gehen erstmal wieder auf dieses Symbol da und stellen die 016 ein. 016. Jetzt sehen wir hier das Knopfloch abgebildet. Und was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, diese Maschine hat in diesem Display auch immer eine Fadenspannungsempfehlung. Das heißt, hier seht ihr 2 bis 4. 4 ist ja bei den meisten Arbeiten die Grundeinstellung. Bei Knopflöchern sieht das aber immer schöner aus, wenn man etwas runtergeht. Also hier ist jetzt der Normalbereich von 5 bis 3 gekennzeichnet, aber die Maschine empfiehlt ja 2 bis 4, also gehen wir ruhig noch ein bisschen unter die 3. Und wenn ich jetzt das Knopfloch nähe, werdet ihr sehen, das macht die richtig schön. Ähnlich gut gibt es zwar vielleicht auch die ein oder andere Maschine, allerdings richtig in Perfektion, finde ich, macht die Juki das. Aber ist natürlich auch eine andere Preisliga als die. Die Maschine macht schon für diese Preisliga richtig tolle Knopflöcher. Ich mache jetzt einfach mal Start. Also ich drücke nur aufs Pedal, sonst brauche ich gar nichts machen. Ich brauche nur abzuwarten, bis die Maschine gleich fertig ist. Die bleibt dann einfach stehen und vernäht den Faden am Ende. So, jetzt ist sie fertig. Ich drücke jetzt noch auf die Fadenschere, dann schneidet sie den Faden auch gleich ab und kann das jetzt rausnehmen. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun muss, ist praktisch meinen Trenner zu nehmen, meinen Nahttrenner. Und den können wir hier jetzt reinstecken. Vorher am besten eine Stecknadel hinten reinschieben, damit ihr nicht aus Versehen zu weit schneidet. So, und schon habe ich mein Knopfloch fertig. Also total easy. So macht es Spaß, Knopflöcher zu arbeiten. Und ich habe bei mir im Ladengeschäft wirklich ganz viele Kunden, die sagen, Knopflöcher, ich nähe schon 30 Jahre, habe ich mich noch nie rangetraut.
wirklich mit so einer Maschine keine Kunst. Traut euch mal, selbst wenn ihr nichts jetzt aktuell auf dem Plan habt mit Knopflöchern, näht einfach mal so aus Spaß auf ein Stück Stoff, mal ein paar Knopflöcher, funktioniert wirklich genial gut. Also im Grunde sind wir damit durch. Es ist tatsächlich noch ein bisschen länger geworden, als ich ursprünglich gedacht habe. Ich dachte, na, machen wir mal so eine kurze Einweisung, aber die Maschine kann einfach so wahnsinnig viel und es macht Spaß, das eben zu zeigen, was sie so alles drauf hat. Und bei dieser Preislage gibt es nicht viel Besseres am Markt, also wirklich ein tolles Maschinchen. Ich hoffe, ihr habt da auch ganz viel Spaß mit. Und für die, die schon eine dieser Maschinen bei uns gekauft haben, vielleicht lasst ihr einfach mal eine Bewertung da bei YouTube oder auch auf der Webseite. Habt ihr auch Möglichkeiten, das Produkt zu bewerten auf unserem Shop. Und für alle anderen, lasst vielleicht einfach ein Like da.